Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen hier zusammen. Heute bin ich ganz glücklich für die Tagesbotschaft. Ich habe es gestern im Wochenorakel schon mal gesagt. Ich habe 2 Kartendecks kreiert. Einmal die Lennys. Die habe ich extra ohne Zahlen, weil mich das immer stört, oder besser gesagt, ich brauche es nicht. Das Ganze heißt Aurora Vesperum, weil es in der Morgen- oder in der Abenddämmerung ist. Und das andere habe ich eigentlich nach einem Format benannt, das ich hier immer mache. Das ist diese Nachricht für dich. Und da sind so 55 Kärtchen mit Sachen, wo es sich mal lohnt, drüber nachzudenken. Und mit diesen mache ich jetzt mein Orakel für heute. Und ich werde ja dieses Jahr 50. Ein Deck fehlt noch, das ist noch nicht geliefert. Das zeige ich euch dann, wenn es da ist. An meinem Geburtstag werde ich das Ganze mal veröffentlichen oder zum Verkauf auch rausgeben. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, wir warten mal ab. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Natürlich auch habe ich gerne Rückmeldung. Schauen wir, was ich weitergeben darf für den heutigen Tag. Und wir haben die Wege. Hier gibt es irgendwas auf den Weg zu bringen, etwas zu entscheiden, eine Option zu wählen. Und wir haben die Hindernisse. Also es kann hier sein, dass es sich schwierig gestaltet, eine Entscheidung zu treffen, oder dass man einen Weg, den man gewählt hat, revidieren darf, weil es immer wieder Blockaden gibt oder Hindernisse. Die andere Aussage ist einfach, dass es auch sein kann, dass wir hier an sich uns schwer tun, irgendetwas zu entscheiden. Ja, wir möchten weiterkommen, wir möchten irgendetwas in den Flow bringen. Wir denken über unsere Lebensreise nach, über langfristige Dinge, langfristige Prozesse. Ich habe die Kommunikation dabei. Das kann jetzt sein, dass man etwas umsetzen möchte oder auf den Weg bringen, aber man hat irgendwie noch Bedenken, es auszusprechen. Oder man ist irgendwie gebrandmarkt von einem Gespräch, von einer Konversation. Was auch sein kann, dass dieser Weg mit Gesprächen bestückt ist, von denen man Dinge nicht aussprechen möchte. Oder man kommt an diese Grenze nicht ran. Was auch sein kann, ist, dass ihr auf eine Entscheidung wartet und die Papiere gehen nicht flüssig über den Tisch. Ne? Hier ist etwas Emotionales, etwas hat einen Schatten geworfen. Auch es kann verletzte Kommunikation sein. Ne? Jemand sagt was, jemand trifft dich damit und das wirkt sehr hinderlich. Vielleicht muss ja auch jemand über seinen Schatten springen, etwas aussprechen. Ja, hier gibt es Konflikte. Hier ist die eigene Größe angezeigt. Irgendwas muss bereinigt werden, geklärt, ausgesprochen. Ich sehe, dass das, was hier liegt, etwas aus der Vergangenheit ist. Ein gesprochenes Wort, etwas, was gesagt wurde, an das jetzt wieder angeknüpft ist oder ja, wo man sich halt tatsächlich mal verbal die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Es kann jetzt ein Vaterkonflikt sein, es kann mit einem Ex-Partner sein, es kann auch nur ein Trigger sein.
Aber hier stellt sich einem etwas in den Weg, was einem vielleicht auch manchmal die Sprache verschlagen hat. Ich habe so, wenn so überraschende Sachen kommen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das erinnert mich an dieses Szenario, wo ihr wirklich getroffen seid oder wo das Leben einem irgendwas mitbringt, wo man denkt, wow, wo bin ich jetzt, in welcher Situation, habe ich tatsächlich manchmal Sprachstörungen. Tatsächlich fallen mir die Worte nicht ein. Ich komme nicht an den Wortschatz ran, den ich sonst hätte. Sowas alles kann es sein, ne? Hier darf man wieder aufstehen, die eigene Größe zulassen, sich Respekt verschaffen. Was ich hier auch habe, das ist so ein bisschen die Autoritätsfigur. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dich kleiner fühlst als irgendjemand. Viele haben ja zum Beispiel Respekt vor dem Arzt oder vor dem weißen Kittel oder sowas alles könnte das sein. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Ich habe hier die Zweifel oder die Sachen aus dem Umfeld kommend, die als Hindernis dargestellt werden, die uns unser ureigenes Problem aufzeigen irgendwie damit. Ja, es tut mir leid, aber das ist schon wieder sehr tiefgründig. Hier ist etwas sehr gedeckelt. Hier ist eine Emotion, die verstopft ist, die nicht frei fließen kann. Man macht ein Geheimnis aus irgendetwas. Man verschließt irgendwie auch sein Herz vor irgendetwas, aus Angst vielleicht auch vor Verletzung oder dass es Konflikte mitbringt, wenn man ehrlich ist. Ja, hat man vielleicht auch schon versucht, den Dingen auf den Grund zu kommen, indem man das so hintenrum gemacht hat. Aber es ist mehr als hinderlich in der Mitte. Vertrauensthemen, all das kann es sein. Kennt ihr das, wenn die Leute meinen, sie können die Wahrheit für euch filtrieren oder sie können vielleicht ihre eigene Wahrheit so zurückhalten, dass sie sagen, also ich habe das schon mehrmals gehört, das konnte ich dir damals nicht sagen, das hättest du nicht verkraftet. Bullshit, das bestimme ja immer noch ich, was ich verkrafte. Und das ist so ein Scheinding, ne? Du kommst jemanden auf die Schliche und der sagt dann, das konnte ich ja damals nicht, weil, aber das ist ja dem sein Problem. So was Altes könnte es sein. Hier möchte sich etwas zeigen. Hier möchte irgendwo die Sonne aufgehen bei einem Thema, das mit Beziehungen, Verbindungen, Verträgen zu tun hat, das man hier auf den Weg bringen will. Fakt ist aber, man müsste erstmal aufräumen, ja, emotional. Und da ist sehr vieles gedeckelt und im Verborgenen. Und es kann auch sein, du bist in der Vergangenheit mal tatsächlich hintergangen worden und hier liegt ein großer Spiegel dafür. Hier nimmt etwas Fahrt auf, hier darfst du für dich einstehen. Hier muss man über seinen Schatten springen irgendwie, damit man das, was sich im Kreis dreht, tatsächlich auch verbindlich lösen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Ergänzungskarte noch sagt. Danach dürft ihr gleich noch eine Botschaft selbst wählen mit den anderen Karten. Was dürfen wir hierzu noch wissen? Hier haben wir ja tatsächlich das Vertrauen. Und hier ist der Vulkan, der ausbricht. Ne? Hier ist ungenutztes Potenzial.
Möglicherweise ist es hier öde, es passiert gerade nichts, man fühlt sich wie in der Wüste. Das ist irgendwie so wie unbelebt, ne? Und vielleicht ist es auch so, dass diese Öde an sich das Hindernis ist, ne? Hier sind ganz viele Zeichen um uns herum. Und wenn wir jetzt von dem Ort Wüste ausgehen, ist es hier ja ertragslos und ohne Ernte und so. Aber hier liegen sehr viel bedeutende Nachrichten, die wir nicht wahrnehmen, die wir vielleicht auch vor lauter Öde nicht mehr sprechen lassen. Also hier fehlt es an Glanz, an etwas, was das Leben aufregend macht, an einem Weg, der wieder an den Zauber von allem erinnert. Und es ist genau der Punkt, ne? Wenn einem das so vorkommt, dann ist es nur ein Aspekt im Leben und es betrifft nicht alles. Ein anderer Bereich dafür hat vielleicht sehr viel mehr Glanz und wird in der näheren Zeit auch fruchtbar gemacht, ne? Hier sollen wir ein bisschen drauf gucken, dass wir das höhere Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, und mit dem Vulkan kriegen wir eigentlich mit, dass da etwas durchbrechen will, und zwar gewaltig, dass das aber eine Herausforderung darstellen kann. Möglicherweise ist dieser Schatten, der hier liegt, auch das ureigene Potenzial. Also dieses, ich wurde klein gehalten, mir hat man nicht zugetraut, ich habe kein Vertrauen bekommen oder mein Vertrauen wurde ausgenutzt. Das kann sehr früh bei den Eltern schon anfangen, da wo du klein gehalten wirst. Und im Prinzip weiß man es, man möchte etwas auf den Weg bringen, das einem verbindlich dient, und das sind vielleicht auch negative Emotionen, die man wegdrückt, ne? Man lässt es einfach so in der Vergangenheit stehen, man spricht nicht mehr drüber, und was passiert? Es entsteht emotionaler Druck und irgendwann kommt der Druck oben raus, ne? Und es geht einfach darum, sein eigenes Potenzial freizusetzen. Man hat hier tief in sich verborgen so viele Dinge und gleichzeitig so viele Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten. Und hier kommt etwas wieder in eine Energie, die mit Lebenskraft aufgefüllt ist, wo man dann auch sein ganzes Potenzial nutzen kann. Spannend. Schauen wir uns noch die Botschaften an. Da mache ich jetzt 2 Reihen, dann zeige ich euch das, wie ich das mir angedacht habe. Ihr dürft euch dann praktisch entscheiden zwischen oben und unten. Das wäre oben, das ist unten. Und wir schauen natürlich wie immer auch unter das Deck. Wow, guckt mal, ein Glücksfall erwartet uns. Hier ist Glück zu sehen. Ich lege mal noch 2 Herzen daneben, vielleicht könnt ihr euch dann besser entscheiden. Ich würde jetzt unten nehmen. So, und unten haben wir, dass das Leben manchmal ein Balanceakt ist, bei dem wir uns selbst sehr nahe kommen sollen, uns ausleben, ne? Hier spielt man vielleicht irgendeine Rolle, weil man es muss. Man muss arbeiten, man muss Mutter sein, man muss Tochter sein, man muss Kollege sein. Viel geht da auch waghalsig zu, ne? Man möchte es irgendwie jedem recht machen. Man hat auch dieses Ding, dass man Verantwortung trägt, und wenn der Stein oben runterfällt, trifft er vielleicht alle. Man darf sich nur da drin nicht verlieren, ne? Indem man einfach sagt, ich bin nur am Balancieren und
ich bin nur am Balancieren, dass es den anderen gut geht und vergesse dabei mein eigenes Leben. Wir spielen die Hauptrolle in unserem Lebensfilm, auch wenn wir ein schwarzes Schaf sind. Ne? Ich glaube, das Thema "Ich bin ein schwarzes Schaf" haben ganz viele, die hier gucken. Ich gehöre nicht dazu. Dabei ist das schwarze Schaf eigentlich das Besonderste und es hat auch einen ganz hohen Status, ja, wenn es nicht zu der Herde passt, wenn es sein Leben umsetzen will und dabei allen gefallen und sich selbst auch noch akzeptieren und seine eigene Schönheit darin sehen. Das ist die Botschaft. Denkt immer daran, bei diesem Thema hier kann es eine glückliche Wende geben, wenn ihr damit rummacht. Schauen wir das obere an. Ihr habt hier vielleicht eine Begegnung der besonderen Art. Hier sind es jetzt Aliens oder etwas, was man nicht kennt, was einen erschreckt. Ne? Und man guckt über den Tellerrand und man merkt, es gibt viele, viele, viele Dinge hier im Leben. Und man hat hier so dieses Ding, ich bin irgendwo Marionette von jemandem, der einfach so an meinen Fäden zieht. Ich schreite vielleicht auch voran, ich muss irgendwo antanzen, dabei wäre ich vielleicht lieber jemand, der ganz anders ist oder der sein Leben auf einem anderen Planet leben will, als hier gefangen zu sein. Und es ist einfach wichtig, die Zeit zu genießen, den Augenblick und bei sich selbst auch zu sein. Ne? Und sich vielleicht auch zugestehen, dass wenn man sich befreit aus irgendwelchen Themen, wo man jemandens Marionette ist, dass man sehr, sehr, sehr viel besser bei sich ankommen kann. Und auch wenn die anderen das als anders empfinden oder als es passt nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das schwarze Schaf. Ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen ganz besonderen Glücksfall. Ich drücke euch und bis morgen.